mein Gott, Lukas, schau dir das an. So viele schöne Sachen. Hallo zusammen, ich bin Anna und ich liebe Souvenirs. Hallo Anna, du klingst sehr aufgeregt. Bist du in einem Souvenirshop? Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Lukas. Hallo Lukas. Ja, ich bin in einem Souvenirshop. Ich möchte Geschenke für meine Mutter, meinen Vater, meine Schwester und meine beste Freundin kaufen. Aber es gibt so viele Sachen. Das ist ein wunderbares Thema für heute. Unser Thema heute ist im Souvenirshop einkaufen. Wir werden lernen, wie man nach Geschenken sucht, nach Preisen fragt, etwas kauft und bezahlt. Das ist eine sehr lange und praktische A2-Lektion. Wir machen dich zum Souvenir-Einkaufsprofi. Kannst du mir helfen, Lukas? Ich muss Geschenke für meine Mutter, meinen Vater, meine Schwester und meine beste Freundin kaufen. Natürlich, wir gehen Schritt für Schritt. Fangen wir mit dem Wichtigsten an. Was siehst du im Shop? Also, Anna, du bist in einem Souvenirshop. Was siehst du? Beschreibe mir den Laden. Wow, es gibt so viele Sachen. Ich sehe Postkarten. Viele Postkarten mit Fotos von der Stadt. Postkarten. Das ist ein tolles Geschenk. Sie sind leicht und günstig. Postkarten. Leicht und günstig. Was siehst du noch? Ich sehe Magnete. Kleine Magnete für den Kühlschrank. Magnete. Auch ein schönes Souvenir. Und ich sehe Tassen. Tassen mit dem Namen der Stadt. Tassen sind auch beliebt. Ich sehe auch Schlüsselanhänger und Kugelschreiber. Und T-Shirts. Es gibt T-Shirts mit Aufdrucken. Also, wir haben Postkarten, Magnete, Tassen, Schlüsselanhänger, Kugelschreiber und T-Shirts. Wiederholen Sie die Wörter. Die Postkarte, der Magnet, die Tasse, der Schlüsselanhänger, der Kugelschreiber, das T-Shirt. Und was ist dein Favorit, Anna? Was gefällt dir am besten? Ich finde die Tassen sehr schön. Und die Magnete sind auch süß. Gefällt dir die Tasse? Ja, die Tasse gefällt mir sehr gut. Gefällt dir der Magnet? Ja, der Magnet gefällt mir auch. Und Sie? Was gefällt Ihnen im Souvenirshop? Sagen Sie laut, die Tasse gefällt mir oder der Magnet gefällt mir. Du hast viele Sachen gesehen. Jetzt musst du entscheiden, für wen kaufst du was. Ich brauche Geschenke für meine Mutter, meinen Vater, meine Schwester und meine beste Freundin. Für die Mutter, für den Vater, für die Schwester, für die beste Freundin. Für die Mutter, für den Vater, für die Schwester, für die beste Freundin. Was kaufst du für deine Mutter? Ich kaufe eine Tasse für meine Mutter. Sie sammelt Tassen. Du kaufst eine Tasse für deine Mutter. Kaufst du eine Postkarte für deine Mutter? Nein, ich kaufe keine Postkarte. Ich kaufe eine Tasse. Was kaufst du für deinen Vater? Für meinen Vater kaufe ich einen Kugelschreiber. Er schreibt gerne. Du kaufst einen Kugelschreiber für deinen Vater. Kaufst du einen Magneten für deinen Vater? Nein, ich kaufe keinen Magneten. Ich kaufe einen Kugelschreiber. Und Sie? Für wen kaufen Sie Souvenirs? Sagen Sie laut, ich kaufe etwas für meine Mutter oder ich kaufe etwas für meinen Freund. Du hast etwas gefunden, aber du weißt nicht, wie viel es kostet. Du musst nach dem Preis fragen. Wie fragst du? Ich sage, was kostet das? Genau. Was kostet das? Oder wie viel kostet das? Was kostet das? Wie viel kostet das? Oder für ein bestimmtes Objekt, was kostet die Tasse? Oder was kostet der Magnet? Aha, was kostet die Tasse für feminin? Was kostet der Magnet für maskulin? Genau. Und was kostet das T-Shirt für Neutrum? Was kostet die Tasse? Was kostet der Magnet?
Was kostet das T-Shirt? Wiederholen Sie die Sätze. Was kostet das? Was kostet die Tasse? Was kostet der Magnet? Ich bin der Verkäufer. Die Tasse kostet 8 Euro. Die Tasse kostet also 8 Euro. Der Magnet kostet 3 Euro. Der Magnet ist günstiger. 3 Euro. Was kostet das T-Shirt? Das T-Shirt kostet 15 Euro. Wie viel kostet die Tasse? 8 Euro. Wie viel kostet der Magnet? 3 Euro. Wie viel kostet das T-Shirt? 15 Euro. Du hast die Preise gesehen. Jetzt musst du entscheiden. Kaufe ich es? Ja, ich kaufe die Tasse für meine Mutter. 8 Euro ist ein guter Preis. Kaufst du die Tasse? Ja, ich kaufe die Tasse. Kaufst du den Magneten? Ja, ich kaufe auch einen Magneten für meine Schwester. Kaufst du das T-Shirt? Nein, ich kaufe kein T-Shirt. Es ist zu teuer. Und Sie? Was kaufen Sie? Sagen Sie laut, ich kaufe die Tasse oder ich kaufe den Magneten. Du kannst auch sagen, ich nehme das. Ich nehme die Tasse. Ich nehme den Magneten. Nimmst du die Tasse? Ja, ich nehme die Tasse. Nimmst du den Magneten? Ja, ich nehme den Magneten. Nehmen ist ein starkes Verb. Ich nehme, du nimmst, er, sie, es nimmt. Du hast deine Sachen ausgewählt. Jetzt musst du bezahlen. Du gehst zur Kasse. Was sagst du? Ich sage, ich möchte bezahlen, bitte. Genau. Oder die Rechnung bitte. Die Rechnung, bitte. Der Verkäufer wird sagen, das macht dann 11 Euro. Das macht dann 11 Euro. Du hast eine Tasse, 8 Euro, und einen Magneten, 3 Euro. Wie viel kostet alles zusammen? 8 plus 3 ist gleich 11. Alles kostet 11 Euro. Zusammen bedeutet together. Wie viel kostet alles zusammen? Wie viel kostet alles zusammen? Ich bin der Verkäufer. Das macht dann 11 Euro bitte. Hier sind 20 Euro. Sie bekommen 9 Euro zurück. Sie bekommen 9 Euro zurück. Du gibst 20 Euro. Das kostet 11 Euro. Wie viel bekommst du zurück? Ich bekomme 9 Euro zurück. Wiederholen Sie. Wie viel kostet alles zusammen? Das macht dann 11 Euro bitte. Hier sind 20 Euro. Sie bekommen 9 Euro zurück. Du hast bezahlt. Jetzt kommt der letzte Schritt, das Einpacken. Möchtest du die Geschenke einpacken lassen? Ja, das ist eine gute Idee. Die Geschenke sollen schön aussehen. Einpacken bedeutet to wrap. Der Verkäufer fragt, möchten Sie die Geschenke einpacken? Möchtest du die Tasse einpacken? Ja, ich möchte die Tasse einpacken. Möchtest du den Magneten einpacken? Ja, ich möchte den Magneten einpacken. Was bedeutet einpacken? Es bedeutet to wrap. Der Verkäufer wird fragen, möchten Sie das als Geschenk verpacken? Als Geschenk verpacken. Verpacken ist ähnlich wie einpacken. Ja, bitte. Es ist ein Geschenk. Ist die Tasse ein Geschenk? Ja, die Tasse ist ein Geschenk für meine Mutter. Ist der Magnet ein Geschenk? Ja, der Magnet ist ein Geschenk für meine Schwester. Verpacken Sie die Geschenke gerne? Du hast alle Geschenke gekauft. Lass uns zusammenfassen. Was hast du für wen gekauft?
Ich habe eine Tasse für meine Mutter gekauft. Ich habe einen Kugelschreiber für meinen Vater gekauft. Ich habe einen Magneten für meine Schwester gekauft. Und ich habe eine Postkarte für meine beste Freundin gekauft. Du hast eine Tasse für deine Mutter gekauft. Hast du einen Magneten für deine Mutter gekauft? Nein, ich habe keinen Magneten für meine Mutter gekauft. Ich habe eine Tasse gekauft. Hast du eine Tasse für deinen Vater gekauft? Nein, ich habe keine Tasse für meinen Vater gekauft. Ich habe einen Kugelschreiber gekauft. Und Sie? Was kaufen Sie für Ihre Familie? Sagen Sie laut: Ich kaufe eine Tasse für meine Mutter. Und voilà, wir haben den Souvenirshop überlebt. Wir haben gelernt, die Sachen zu beschreiben, nach dem Preis zu fragen, zu kaufen, zu bezahlen und einzupacken. Jetzt kommt die große Wiederholung. Ich bin bereit. Ich habe keine Angst mehr vor dem Souvenirshop. Anna, ich gebe dir eine Situation. Du sagst den Satz. Situation 1. Du siehst eine schöne Tasse. Die Tasse gefällt mir sehr gut. Situation 2. Du möchtest wissen, wie viel die Tasse kostet. Was kostet die Tasse? Situation 3. Du möchtest die Tasse kaufen. Ich nehme die Tasse. Situation 4. Du möchtest die Tasse für deine Mutter kaufen. Ich kaufe die Tasse für meine Mutter. Situation 5. Du möchtest bezahlen. Ich möchte bezahlen, bitte. Situation 6. Du möchtest alles zusammen bezahlen. Wie viel kostet alles zusammen? Situation 7. Du möchtest das Geschenk einpacken lassen. Können Sie das bitte als Geschenk verpacken? Situation 8. Du bedankst dich beim Verkäufer. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Fantastisch, Anna. Das war fehlerfrei. Du bist jetzt ein Souvenirshop-Profi. Danke, Lukas. Jetzt habe ich Geschenke für alle. Meine Familie wird sich freuen. Ihre letzte Mission. Es ist eine Sprechübung. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Souvenirshop. Sagen Sie laut: Die Tasse gefällt mir. Was kostet der Magnet? Ich nehme die Postkarte. Und schreiben Sie uns in die Kommentare, was kaufen Sie gerne als Souvenir? Wir freuen uns auf Ihre Antworten. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Viel Spaß beim Souvenirshopping. Auf Wiedersehen. Tschüss und viel Freude mit den Geschenken.